willkommen zu einer neuen Folge von Selmas Recipes. Heute zeige ich euch hier Schritt für Schritt, wie ihr die perfekten Zimtsterne backen könnt und was es zu beachten gibt, damit sie außen schön weiß und glatt und innen noch weich bleiben. Die Zutatenliste findet ihr wie immer unten in der Videobeschreibung. Falls euch meine Videos gefallen, würde ich mich sehr über ein Abo, ein Like und einen Kommentar freuen. Viel Spaß beim Zuschauen! Als erstes schlagen wir das Eiweiß mit einer Prise Salz steif. In der Zwischenzeit sieben wir den Puderzucker und rühren ihn nach und nach unter den Eischnee, bis eine homogene und zähflüssige Masse entstanden ist. Von dieser Masse entnehmen wir etwa 5 gehäufte Esslöffel zum Bestreichen. Damit sie nicht austrocknet, fülle ich sie in einen Spritzbeutel und stelle sie erst einmal in den Kühlschrank. In die restliche Masse geben wir nun Vanillinzucker, etwas Zitronenabrieb, etwas Orangenabrieb, gemahlenen Zimt und zunächst nur etwa 2/3 der gemahlenen Mandeln bzw. Haselnüsse und vermengen alles zu einem Teig. Den Teig geben wir auf die Arbeitsfläche und kneten so viel von den restlichen Mandeln bzw. Haselnüssen hinein, bis er kaum noch klebt. Zu viel Nüsse oder die Zugabe von Mehl können die Zimtsterne trocken machen. Um den Teig gut ausrollen zu können, wickeln wir ihn in Frischhaltefolie und stellen ihn für mindestens 1 Stunde, besser ist über Nacht, in den Kühlschrank. Danach bestreuen wir die Arbeitsfläche mit etwas Puderzucker und rollen den Teig portionsweise ungefähr 1 cm dick aus. Wer möchte, kann dies auch zwischen 2 Lagen Frischhaltefolie tun. Damit alle Zimtsterne gleich dick werden, lege ich rechts und links des Teiges 2 1 cm hohe Holzleisten und rolle mit dem Nudelholz so lange über den Teig, bis ich auf den Holzleisten angelangt bin. Nun stechen wir die Sterne aus und legen sie auf ein mit Backpapier belegtes Backblech. Damit nichts an der Form kleben bleibt, drücken wir den Ausstecher immer erst in Puderzucker. Jetzt kommt der eigentlich kniffligste Teil bei der Herstellung der Zimtsterne, nämlich das Backen. Am besten schmecken die Zimtsterne, wenn sie außenrum durchgebacken, aber im Kern noch weich und feucht sind und die Glasur schön weiß ist. Am einfachsten gelingt das, wenn die unglasierten Sterne zunächst 10 bis 12 Minuten bei 120 Grad Ober- und Unterhitze vorgebacken werden. Sobald die Sterne abgekühlt sind, werden sie fester und lösen sich leicht vom Backpapier. Zum Bestreichen des Gebäcks spritze ich einen dicken Klecks auf die Mitte der Sterne und verteile diesen mit einem Messer bis in die Spitzen.
Dann lasse ich die Glasur etwas antrocknen, damit sie im Ofen keine Risse bekommt. Das Backblech schiebe ich dann auf die unterste Schiene und lasse die Glasur bei 100 Grad Unterhitze 10 bis 15 Minuten trocknen. Beim Herausnehmen sollten sich die Zimtsterne auf der Unterseite noch weich anfühlen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ihr macht dieses Rezept auch mal nach. Falls ihr noch Fragen habt, dann sendet mir einen Kommentar. Vielen Dank fürs Einschalten. Tschüss, bis zum nächsten Mal.